Was geht ab? Am Ende von diesem Video wirst du lernen, warum das Web so wichtig ist, warum wir das Web attackieren wollen und was für Themen du auf dem Weg dahin lernen solltest. Okay, fangen wir mal an mit dem Web. Ja, das Web in den früheren Anfangszeiten war es wirklich langweilig. Also es war wirklich langweiliger, statischer Content. Es war einfach nur so reiner HTML-Content, das heißt, man konnte einfach nur so Wikipedia-mäßig Informationen abrufen, aber nichts weiter. Und das Design, es war wirklich ultra hässlich. Also das Design von den Anfängen des Internets war wirklich nicht schön und zu dem Zeitpunkt konnte sich wahrscheinlich keiner so richtig vorstellen, wohin das Ganze mal führen sollte. Aber das Web 2.0, das neue Web, das moderne Web, wenn man so möchte, ja, ist relativ komplex. Und unter der Haube, ja, wenn wir uns das mal genauer anschauen, was da eigentlich noch passiert, dann ist da deutlich mehr, als wir auf den ersten Blick sehen können. Und wir müssen einfach mehr über das Web verstehen. Wir brauchen einfach ein tieferes Verständnis vom Web als der gewöhnliche 0815-User. Weil mittlerweile hat jeder eine eigene Webpage. Ja, mittlerweile gibt es so viele Webseiten, Google, Yahoo, YouTube, obwohl YouTube ist ja Google, aber diese ganzen Seiten, die haben einfach alle eine Webpage. Und wenn wir irgendwas davon attackieren wollen, dann brauchen wir ein tieferes Verständnis. Wir müssen einfach verstehen, was unter der Haube funktioniert. Und eine der Sachen, die wir auf dem Weg dahin verstehen müssen oder zumindest ansatzweise, also keine Sorge, ich mache jetzt hier aus keinem den nächsten JavaScript-Entwickler, aber wodurch das Web halt moderner wurde, wodurch das Web halt wirklich revolutioniert wurde, war JavaScript und im Speziellen auch Ajax. Ja, das ist einfach nur eine Mischung aus asynchronem JavaScript und XML. Das heißt, wenn wir einfach nur sagen, okay, JavaScript, ja, durch JavaScript wurde das Web einfach moderner. Ja, dadurch, was meine ich damit? Dadurch wurde es einfach viel, ja, actionreicher, würde man sagen. Ja, es wurde einfach viel mehr actionreicher. Du kannst einfach viel mehr Sachen machen durch JavaScript. Du kannst auf einmal Kommentare posten. Du kannst auf einmal deinen Warenkorb aktualisieren, ohne die Seite nochmal neu laden zu müssen. Also JavaScript bietet sehr viel, also überall da, wo es bunt ist, Animationen, irgendeine Art von Interaktion mit der Seite. Das alles ist JavaScript. Das ist der Vorteil, ja, so für die Website als auch für die User, weil die Website möchte natürlich, dass der Benutzer so viel wie möglich auf der Website machen kann, den so lange wie möglich da auf der Seite halten, und der User will natürlich auch nicht einfach nur irgendeine Information abrufen, sondern man will da seinen Spaß haben. Der Nachteil daran ist, umso mehr JavaScript involviert ist, desto mehr Angriffsmöglichkeiten haben wir, ja? Also was das Web-Attackieren angeht, ist es im Prinzip nichts weiter als, ja, du kannst dir das im Prinzip vorstellen wie, wo haben wir einen Input? Das heißt, wo können wir Daten an den Server senden oder irgendwo Daten reinstecken, das zu einer Antwort führt, die nicht von dem Entwickler gedacht war. Ja, also wir suchen nach Fehlern oder unerwarteten Antworten vom Server, die die Entwickler nicht bedacht haben oder die von den Entwicklern so nicht geplant waren. Das heißt, wir suchen im Prinzip nach den Fehlern von Softwareentwicklern. Das ist das, was wir machen, und das können wir machen, umso mehr Möglichkeiten wir haben, um Input reinzuwerfen. Was meine ich mit Input? Zum Beispiel stell dir vor, es gibt einen Upload-Button. Du kannst ein Profilbild hochladen, zum Beispiel. Das wäre eine großartige Möglichkeit, um Angriffsmöglichkeiten auszuprobieren. Das heißt, da haben wir schon sehr viele Möglichkeiten wie RCEs, also Remote Code Execution. Da können wir schon sehr viel mit anstellen. Aber auch sowas wie URL-Parameter. Ja, wenn du zum Beispiel einen Account anlegst und dann siehst du im URL-Parameter oben, da siehst du dann die ID 1 zum Beispiel. Dann solltest du dich fragen, was könnte passieren, wenn? Das solltest du dich immer fragen. Was könnte passieren, wenn ich ID 2 eingebe, ID 3, ID 5, ID 12, ID -1, ID 0. Und natürlich, damit wir das nicht manuell machen, automatisieren wir das Ganze. Deswegen sind Basic, also wirklich auf einem ganz Basic Level, ne? Wir sind keine Programmer oder so, wirklich auf einem Basic Level, dass man das in irgendeiner Art und Weise automatisieren kann, dass wir die IDs dann nicht per Hand eingeben. Ja, das würde viel zu lange dauern. Deswegen, dass wir da das Ganze ja einfach ein bisschen automatisieren, ein bisschen vereinfachen, aber das ist es im Prinzip, ja. Also Web-App-Hacking ist nichts weiter als, wo gibt es Input, der nicht ausreichend durch die Webentwickler geschützt wurde, ja. Was die Webentwickler machen, ist im Prinzip, sie müssen diesen Input in irgendeiner Art und Weise ja weiterverwerten. Die wollen ja
zum Beispiel schauen, okay, du hast ID 1, dann legen die dafür vielleicht einen Account, dann kommuniziert das in irgendeiner Art und Weise mit dem Backend. Wir müssen das Web einfach auf einem tieferen Level verstehen. Wir müssen einfach verstehen, was unter der Haube abgeht. Und da geht eine Menge ab, da geht sehr, sehr viel ab, was da alles passiert, wovon wir gar nichts mitbekommen, ja. Und dafür ist hier diese Reihe auch gedacht, dass wir ein bisschen was verstehen über das Web, wie das Web funktioniert. Und eine Anlaufstelle, wie gesagt, ist JavaScript. Einerseits liebe ich JavaScript, weil es wirklich viele, viele Sicherheitsschwachstellen bietet, ja. Andererseits, ja, ich bin auch wirklich kein großer Freund sonst von JavaScript. Es ist so eine Hassliebe, würde ich sagen. Ich glaube auch, JavaScript-Entwickler, und ich habe ja das Glück, dass ich wirklich einen kenne, JavaScript-Entwickler, ich glaube, die nehmen einmal so ihre Hand, ballen die zu einer Faust, ja, zu so einer Faust und schlagen sich damit selber einmal ins Gesicht. Das muss richtig wehtun, aber ich glaube, JavaScript-Entwickler, die sind wirklich so, dass sie sich gerne selber schlagen oder selber gerne bestrafen. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, wie man ein JavaScript... Kein Angriff hier gegen JavaScript-Entwickler, aber es ist wirklich eine Sprache, die es... funktioniert auf jeden Fall nach ganz anderen Spielregeln, als jetzt zum Beispiel so eine einfache Programmiersprache wie Python. Ja, bei Python, da kommst du schnell rein, das lernst du mal eben. JavaScript ist dann schon ein bisschen komplexer, aber wir wollen ja auch keine Entwickler werden. Das ist ja wichtig. Wir wollen ja nicht irgendetwas entwickeln. Wir wollen ja Sachen, den Code durchbrechen. Das heißt, was wir nur lernen wollen, ist, bis zu einem gewissen Grad diesen Quellcode an JavaScript zu verstehen und zu schauen, an welcher Stelle wir ihn brechen können. Ja, vor allem für so Attacken wie Cross-Site-Scripting, ja, XSS-Attacken. Dafür ist zum Beispiel JavaScript ganz nützlich, aber auch viele, viele weitere Attacken. Also wir wollen eine Website einfach nur missbrauchen. Wir wollen die in irgendeiner Art und Weise so attackieren, dass sie nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Aber damit wir das machen können, müssen wir erstmal verstehen, wie sie funktionieren sollte. Ja, klingt ein bisschen obvious, klingt ein bisschen offensichtlich, aber es ist wirklich so banal. Und diesen Schritt, den will man gerne überspringen. Man will gerne einen Shortcut, man will gerne direkt das Hacken lernen. Aber ich verspreche dir, wenn du die Basics lernst, wenn du verstehst, wie das Web funktioniert, dann wirst du 300% erfolgreicher. Deswegen, Freunde, lernt erstmal die Basics. Ja, lernt erstmal, wie das Web funktioniert. Und eine wichtige Sache natürlich ist zum Beispiel HTTP. Ja, die Sprache, mit der Webserver kommunizieren. Das wird jetzt zum Beispiel auch das nächste Video sein. HTTP-Anfragen. Ja, wie kommuniziert denn überhaupt dein Browser, also der Client, mit dem Server, mit dem Webserver? Ja, wie kommunizieren die miteinander? Über HTTP. Und was genau bedeutet das eigentlich? Ja, dieses tiefere Verständnis dafür. Das müssen wir auf jeden Fall mitbringen. Das waren jetzt schon ein paar Themen, die du auf jeden Fall auch eigenständig lernen kannst, und ich bin jetzt hier keiner, der dich zu einem Profi-Hacker ausbilden kann, ja. Also wenn du hier auf diesem Kanal bist und diese Videos schaust, dann bin ich nicht in der Lage dazu, dich zu einem Profi-Hacker auszubilden. Der Einzige, der dazu in der Lage ist, bist du selber. Das heißt, wenn du hier diesen Input bekommst, dann musst du sofort losgehen und das Ding weiter lernen. So, der Einzige, der dich auf so ein Profi-Level bringen kann, bist du selber. Das heißt, geh ruhig raus und lern ruhig die Themen, und ich assistiere im Prinzip nur dabei, ja. Also was meine Aufgabe hier nur so ein bisschen ist, ich assistiere gerne dabei, und ich möchte das auch, dass es mehr Leute erfahren. Also das Web-App-Hacking ist natürlich etwas, was so viel Spaß macht, ja, was so viel Freude bereitet, dass man sagt, okay, das müssen einfach mehr Leute auch erreichen. Ja, es muss einfach mehr Leute erreichen, das müssen mehr Leute sehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da draußen auch nur einen Pentester gibt, einen Hacker, der sagt, ja, okay, ich hack jetzt. Ja, aber warum? Ja, ist mein Beruf. Nee, ist nicht dein Beruf. Was für Beruf? Du machst es, weil es dir Spaß macht. Du machst es, weil du es gerne machst. So. Und wenn du diesen Antrieb hast, dass du gerne dich irgendwo reinhackst, und das Ganze auch legal, ja, also wir machen hier keinen Blödsinn, wir machen das Ganze legal. Wir wollen uns die Erlaubnis dazu einholen. Ja, und das ist auch wichtig. Ja, das ist vielleicht auch die wichtigste Lektion hier in der ganzen Playlist, in dieser ganzen Videoreihe. Du darfst niemals, ever, never, niemals darfst du eine Website attackieren ohne eine Erlaubnis. Ohne eine schriftliche Erlaubnis. Weil es gibt zum Beispiel manchmal die Fragen von ethischen Hackern, die gerade erst neu damit beginnen. Ja, aber was ist denn, wenn ich eine Sicherheitsschwachstelle entdecke auf einer Seite, wo ich aber gar keine Erlaubnis zu habe, aber ich will ja nichts Böses tun, sondern ich will ja nur der Website helfen, dass sie sicherer ist? Die Antwort dazu ist ganz eindeutig, ja. Ja, klar. Du landest im Gefängnis. Ja. Ja, so simpel.
du landest im Gefängnis. Also niemals, noch nicht mal mit einer guten Intention. Du darfst nie, sogar wenn dir irgendeine Sicherheitsschwachstelle auffällt irgendwo, wenn du keine Erlaubnis hast, dann belass es dabei. Belass es dabei. Glaub mir, du willst nicht eine Website attackieren, wofür du keine explizite Erlaubnis hast. Das Einzige, was uns von bösartigen Hackern unterscheidet, ist diese Erlaubnis, die wir haben. Ja, das waren im Prinzip schon die Themen, die wir so ein bisschen uns anschauen wollen, die Themen, die wir lernen werden. Und dann geht es im Prinzip auch direkt weiter mit dem Web Application Hacking. Dann bis zum nächsten Mal.